Ja, meine Lieben, was habe ich hier vor mit dieser Gabel, die ich jetzt hier absäge? Ja, es hat mit Brötchen zu tun und dazu später mehr. Seid gespannt und bleibt dabei. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und wie ihr schon herausgefunden habt, wir machen heute mal wieder Brötchen. Und für diese Brötchen werde ich den Teig vorbereiten, indem ich Salz mit Mehl mische und einen Rührbecher vorbereite. Weil in den Rührbecher gebe ich warmes Wasser hinein. Dann noch Zucker und Joghurt und noch Hefe. Und das Ganze wird alles schön verrührt. Wichtig ist dabei, dass das Ganze warm bleibt, damit nachher die Hefe schön aufgeht. Wer möchte, kann natürlich auch Trockenhefe verwenden. Da würde ich dann 2 Tütchen dafür nehmen. Kaum ist das Ganze verrührt, nehmen wir uns eine Rührschüssel zur Brust und dort geben wir das Mehl hinein und die Wasser-Hefe-Joghurt-Mischung. Als weitere Zusatz geben wir dann noch ein Ei hinzu und dann kneten wir das Ganze mal kurz durch. Aber nur für ein paar Minuten, weil wir decken das Ganze dann ab und lassen es 30 Minuten lang stehen. Nach dieser Zeit beginnt eigentlich der eigentliche Knetvorgang. Und für diesen Knetvorgang geben wir Mehl auf eine Arbeitsfläche. Und dann kneten wir den Teig für mindestens 7 Minuten lang durch. Ja, wieso so lange? Ja, wir wollen ja natürlich schöne, fluffige und leckere Brötchen machen. Und dann müssen wir einfach mal ein bisschen Energie investieren und diese Energie in den Teig leiten. Ja, aber was für Brötchen möchte der Nobby dieses Mal backen? Ja, ich verrate es euch noch nicht. Erst später. Also bleibt dabei, denn es wird so richtig interessant. Dann lüfte ich das Geheimnis mit den bearbeiteten Gabeln. So, mittlerweile haben wir den Teig jetzt auch gut durchgeknetet und jetzt lassen wir ihn für 1 Stunde ruhen. Da wird er so richtig schön aufgehen. Und danach geht es ans Abstechen des Teiges. Wir brauchen 110 Gramm. Und bevor wir das Ganze abstechen, falten wir den Teig noch mal ein paar Mal zusammen. Ja, wie schon gesagt, wir benötigen 110 Gramm schwere Teiglinge. Und diese Teiglinge, die schleifen wir jetzt zu runde Kugeln. Das Schleifen hat die Aufgabe, die Teiglinge schön rund zu machen. Aber jetzt schaut mal die Unterseite an. Die sieht immer beim Schleifen so aus. Da konzentriert sich der Teig und bildet einen Trichter. Ganz interessant finde ich diesen Vorgang. Jetzt, wenn wir alle Teiglinge bearbeitet haben, lassen wir das Ganze noch für 20 Minuten lang ruhen. Dann wird es interessant, dann kommen die Gabeln ins Spiel. Aber bevor wir das machen mit den Gabeln, schleifen wir nochmal die Teiglinge. Sprich, wir geben jetzt nochmal Energie in den Teig hinein. So, und jetzt verrate ich euch, was ich mit dem Brötchen vorhabe. Ich möchte Kaiserbrötchen machen. Und dazu brauche ich diese Gabeln. Und das Wichtige dabei ist, ich möchte den Bogen haben. Ich möchte den typischen Bogen haben, wie die Kaiserbrötchen den haben. Da ich handwerklich nicht so geschickt bin, helfe ich eben mit den abgesägten Gabeln nach. Und ich finde, die Form, die sieht so richtig gut aus. Fast schon wie richtige Kaiserbrötchen. Aber keine Angst, die Gabeln waren nicht teuer, die habe ich auf einem Flohmarkt mir beschafft. Mein gutes Besteck würde ich dafür ja jetzt nicht verwenden.
Und wie wir bei Kaiserbrötchen das traditionell machen, drehen wir dann die Brötchen, wenn sie die Form haben, um und geben sie auf dem Backblech drauf. Haben wir jetzt alle Brötchen auf dem Backblech drauf, lassen wir die Brötchen nochmal für 20 Minuten lang ruhen. Dann drehen wir sie nochmal um auf die andere Seite und lassen sie nochmal für 15 Minuten lang ruhen. Mit der Methode habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und genau die 15 Minuten, genau die Pause benutzen wir, um ein Ei zu trennen und mit Milch zu verquirlen. Dann nehmen wir 2 Esslöffel Milch dazu. Jetzt wäre auch die Zeit ganz genau richtig, um den Ofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen. Bei kurz davor bestreichen wir die Brötchen mit der Eigelb-Milch-Mischung, damit sie nachher eine schöne Farbe haben. Und sobald es geschehen ist, kommen die Brötchen auch dann schon in den Ofen hinein. Für 12 Minuten. Also ich finde, die Brötchen sehen super aus. Die sind genau richtig für die, die ein bisschen handwerklich ungeschickt sind, so wie ich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Also, schreibt mir, wie es war. Schreibt mir, ob ihr sie vielleicht auch mal nachgebacken habt und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.